Herzlich willkommen, liebe Fische, zu eurer Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum 9. Februar. Das ist die zweite Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir sind jetzt mitten in der Luftenergie vom Wassermann. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen, lieber Fisch. Zu der aktuellen Dekade, in der Mitte der Dekade haben wir einen interessanten Fixpunkt. Das ist ein Vollmond am 5. Februar. Bis dahin verdichten sich die Energien und danach werden sie sich wieder entspannen. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Fisch. Eine Karte für euch, liebe Fischen. Eine Karte für Fische. Für diese Dekade. Oh, der Narr. Ein Neuanfang steht an. Eine neue Situation. Eine etwas unstrukturierte Situation vielleicht, wo jetzt noch nicht so ganz feststeht, in welche Richtung das jetzt geht, in gewisser Hinsicht. Aber irgendwas hat sich jetzt gerade in deinem Leben neu ergeben, sodass du halt auch so ganz deiner Neugier nachgehen kannst. Ja, also das ist sogar tatsächlich sehr, sehr gut in so einem Zustand, weil daraus kann sich jetzt alles entwickeln. Ne, du stehst gerade in einem Bereich in dein Leben und vielleicht bezieht sich das auf dein gesamtes Leben, aber bei manchen von euch nur auf einen Teilbereich. Da stehst du vor einem ungeschriebenen Blatt Papier und du bist jetzt frei in dem, was du jetzt da drauf schreibst. Ne? Und jede Idee, die du hast, jede Neugier, die du verspürst, könnte dich auf die richtige Spur bringen. Also ein sehr freier Zustand, in dem du dich jetzt gerade da befindest, lieber Fische. Wir schauen mal, auf was für Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Ja, aber diesmal möchtest du es ganz anders angehen lassen. Diesmal möchtest du es anders machen. Du hast hier schon viele Ideen und viele Vorstellungen und du möchtest diese Vorstellung nicht einfach so an dir vorbeiziehen lassen, sondern du möchtest hier wirklich jetzt etwas umsetzen, was deinen Vorstellungen entspricht und was auch über einen längeren Zeitraum Bestand hat. Einen Zustand herbeiführen, mit dem du lange zufrieden bist, ne, wo du lange zu glücklich werden kannst. Und du hast schon irgendwie auch eine Ahnung, wie das auszusehen hat, ne? Wohin da die Reise geht. Es wird notwendig sein, dass du hier ein bisschen Geduld aufweist und auf das richtige Timing wartest. Du solltest auf jeden Fall deine eigenen persönlichen Interessen nicht aus dem Blick verlieren, sondern doch auch fokussiert bleiben. Und trotzdem mit einer gewissen Geduld. Ja, du kannst jetzt noch wirklich die Zeit nutzen, um Neues auszuprobieren, ein Experiment zu starten oder auch dir neue Informationen einzuholen. Du hast jetzt auf jeden Fall ein wenig Zeit, ne? Du weißt zwar schon, wohin die Reise geht, aber es ist jetzt noch nicht die Zeit gekommen, das in die Tat umzusetzen. Aber bald ist es so. Also bald kommt dann schon der Moment. Deswegen ist es hier ratsam, sich auch gut vorzubereiten und das tust du, indem du halt neue Informationen dir einholst und diese leichte Zeit auch genießt. Zum Ende der Dekade hin, ich würde sagen nach dem 5. Februar, ne, nach dem Vollmond, wird es dann doch schon ernster. Und hier wird es wichtig sein, dass du dich als ein zuverlässiger Freund, eine zuverlässige Freundin erweist, dass du treu zu den Menschen, die dir nahestehen,
stehst und denen loyal bleibst und einfach auch weißt, wer an deiner Seite ist und wer nicht, ne? Dass du das genau unterscheiden kannst und dass du diesen Menschen gegenüber loyal bist. Das ist alles so ein bisschen konträr, ne? Dies und dies. Das sind hier drei sehr ernste, bodenständige Karten, ne? Erdenergie. Und auch alles Tiere, ne? Also was halt einfach so was Erdverbundenes auch ausmacht, ne? Also jetzt in diesem Deck. Und der Narr dagegen ist hier totale Luftenergie. Fast schon das Gegenteil, Erde und Luft, ne? Mal gucken, ob die weiteren Karten mehr, mehr darüber sagen können. Mit welchen Herausforderungen hast du es zu tun? Hier mit dieser Karte sind so gewisse Sorgen verbunden. Du machst dir Sorgen darüber, ob du dein Geld, deine Finanzen, deine Energie auch in die richtigen Projekte investierst, in die richtigen Menschen. Vielleicht überlegst du jetzt auch zurzeit, jemanden gehen zu lassen, ne? Dich von jemandem abzuwenden, jemanden zu verlassen oder eine Situation zu verlassen oder ein Projekt aufzugeben. Hier könnte es auch sein, dass es schon ein gewisses Risiko gibt, dass du Geld verlieren könntest oder dass dir jemand etwas wegnimmt. Aber hier wieder die Sonne. Und das bestätigt halt total den Narren. Eigentlich sind wir immer noch in dieser Erde-Luft-Konstellation. Hier macht man sich sehr viel Sorgen über die Zukunft, ist vielleicht auch eher pessimistisch eingestellt, hat aber einen Sinn für die Realität. Und hier ist genau das Gegenteil. Hier ist man optimistisch, leichtsinnig und macht sich keine Sorgen um die Zukunft. Also ich glaube, du bist zwischen diesen beiden Stimmungen ein wenig hin und her gerissen in dieser Dekade. Ja, die Sonne ist halt eine schöne Ergänzung zum Narren, denn die Sonne hat auch viel mit Erkenntnisse zu tun, auch dass einem Dinge klar werden und dass man Licht ins Dunkel bringt. Ne? Also einerseits hast du viele Zweifel und glaubst nicht so ganz daran, dass alles gut wird und andererseits wird dir dann klar, ja, es läuft ja doch ganz gut. Also es ist so ein bisschen widersprüchlich, ne? Aber vielleicht ist das auch genau die richtige Dynamik, mit der du dich hier gut durchschlängeln kannst. Hier die Schlange. Und wodurch du halt das richtige Timing auch findest. Interessant. Was war denn in der Vergangenheit? Ja, interessant. Ich hatte eben gerade nämlich schon an die 6 Scheiben gedacht. Denn hier haben wir eine Folge, ne? Von 6 Scheiben auf 7 Scheiben. Das ist also jetzt so ein ganz normaler Prozess und das Tolle ist, dass du in der letzten Zeit viel finanziellen Erfolg hattest und auch sehr viel Anerkennung von außen erfahren hast. Hier gab es Erfolge für dich, hier konntest du erfolgreich ein Projekt zu Ende bringen und es hat dir auch viel Lob, dadurch hast du viel Lob bekommen. Vielleicht hast du auch eine Gehaltserhöhung bekommen oder ein gemeinsamer Plan in deiner Beziehung oder in einer Freundschaft hat endlich funktioniert und ihr konntet das umsetzen und das hat dich sehr erfüllt. Hier gab es auf jeden Fall in der Vergangenheit Erfolge und jetzt ist man so ein bisschen erfolgsverwöhnt, ne? Könnte man jetzt so spitzfindig sagen. Und erwartet, dass es jetzt so weitergeht. Und deswegen, und man merkt, ach so, das geht jetzt nicht von selbst so weiter, deswegen macht man sich halt diese Sorgen, die dann aber auch
unbegründet sind. Aber du möchtest das, was du hier erfahren hast, diese 6 Scheiben, du möchtest es in trockenen Tüchern bringen. Ne? Du möchtest hier etwas Dauerhaftes daraus machen. Und bist deswegen in einer neuen Situation. Deswegen ist es schon sehr vernünftig, was du hier tust, weil du erfeierst das, was sehr schön ist an dieser Situation, du erfeierst deinen Erfolg und genießt auch die Sonnenseiten des Lebens und die Leichtigkeit, die mit diesem Erfolg einhergehen. Aber du verlierst nicht die Realität aus dem Blick. Ne? Du weißt, dass es nichts Dauerhaftes hat und möchtest hier auch für die Zukunft vorsorgen. Also es ist doch sehr vernünftig, was du hier tust. Hier die 2 Stäbe. Du befindest dich hier auch immer wieder in Konflikt mit dir. Ne? Pessimismus und Optimismus. 2 unterschiedliche Positionen in dir, die mit in dir sich streiten. Ne? Es gibt da so ein Hin und Her. Einerseits möchtest du das genießen, andererseits sagt ein Teil von dir, hey, aber ruh dich nicht darauf aus, mach weiter. Aber lass mich das doch genießen. Nein, aber denk an deine Zukunft. Das kann sehr viel Dynamik bewirken, ne? Diese 2 Stäbe. Das kann sehr fruchtbar sein. Das Problem ist nur, man muss auch von diesen 2 Stäben auch irgendwann auf die 3 kommen. Also irgendwann bedarf es einer Handlung. Das werden wir gleich noch im Weiteren sehen, wann die kommt. Das Problem ist auch bei den 2 Stäben nach außen, also in dir passiert ganz, ganz viel, aber nach außen wirkt das alles so, als wärst du sehr passiv. Das solltest du einfach berücksichtigen, ne? Also, aber in dir passiert hier doch ganz, ganz viel. Und hier die Königin der Stäbe. Die Hofkarten verweisen entweder auf dich persönlich oder auf eine Person in deiner Umgebung. Manchmal ist es auch wechselwirkend. Die Königin der Stäbe ist eine Feuerperson. Hier haben wir es also mit Löwe, Schütze oder Widder zu tun. Die Königin der Stäbe ist auf jeden Fall eine gereifte Persönlichkeit. Eine Person mit viel Erfahrung, die weiß, was sie will und auch weiß, wie sie es bekommt. Und eine sehr präsente Persönlichkeit. Eine Person, die sehr selbstständig ist und aber auch fürsorglich und warmherzig sein kann. Wenn diese Person eine andere Person darstellt, dann kennt ihr euch schon länger, dann seid ihr schon länger miteinander verbunden und dann besteht zwischen euch beiden auch eine sehr tiefe Seelenverbundenheit. Wenn diese Karte für dich steht, dann versuchst du aktuell diese Seiten der Königin der Stäbe nicht zu zeigen, zu verbergen, aber da wächst trotzdem eine persönliche Weiterentwicklung in dir heran. Und das wäre hier ganz gut, um von den 2 Stäben auf die 3 Stäbe zu kommen. Ne? Das kann die Königin der Stäbe nämlich. Du bist ja kein Feuerzeichen, du bist ein Wasserzeichen. Trotzdem ist es halt einfach manchmal so, dass wir auch andere Temperamente zeigen können, zeigen müssen. Und die Königin der, so gesehen könntest du auch die Königin der Stäbe sein. Wenn das aber eine andere Person ist, du weißt schon, welche Person das ist. Ihr kennt euch ja schon lange, vielleicht habt ihr euch schon länger nicht mehr gesehen, aber je nachdem, dann könnte es auch sein, dass das die Person ist, mit der du diese Auseinandersetzung hast. Ne? Dann ist es nicht so, dass du diese Auseinandersetzung mit dir alleine ausmachst, sondern dass du diese Auseinandersetzung mit dieser Person hast. Wir schauen mal. Widder, bei Widder wäre das besonders der Fall.
Diese Königin der Stäbe denkt an die Königin der Kelche. Wenn du es mit Skorpion oder Löwe zu tun hast, kann das ein Hinweis darauf sein, dass diese Person viel an sich selber denkt. Aber ich sehe hier eigentlich viel mehr die Königin der Kelche in dir. Ne? Das ist hier, es geht hier um zwei gleichwertige Partner. Ne? Bei Skorpion oder bei Löwe kann das auch sein, dass du diese Person bist. Aber also es ist sehr unterschiedlich, wie sich diese Energien in euren, im konkreten, im einzelnen Leben zeigen. So, ne? Ich sehe hier aber vor allem deine Energie und eben zwei gleichberechtigte, souveräne Partner, die also irgendwie miteinander in Kontakt sind. Ne? Aber hier, also wirklich beides Königinnen, ne? Also die Königin kann sich auch auf eine männliche Person beziehen. Hier geht es um den Reifegrad, ne? Also beides sehr gereifte Personen. Und dann der Prinz der Stäbe. Kann natürlich auch eine familiäre Situation sein. Dann kann der Prinz der Stäbe auch ein Sohn oder eine Tochter sein. Aber man kommt hier zu friedlichen Absprachen. Man kommt hier zu Kompromissen. Man hat hier schon eine Diskussion, einen Disput. Unabhängig davon, wie euer Verhältnis ist, habt ihr auf jeden Fall eine tiefe, faire Freundschaft, ein gleichberechtigtes Verhältnis. Ihr respektiert euch gegenseitig. Und man kommt hier zu einer fairen Lösung, die beiden Positionen, beiden Parteien gerecht wird. Die auch etwas Ausgewogenes hat. Du lässt dich von deiner Intuition leiten. Das ist hier auch in dieser Situation deine größte Stärke. Die Intuition. Das hast du dieser Königin der Stäbe voraus. Die hat nämlich gar keine Ahnung von sowas. Ne? Also die ist mehr im Aktionismus drin. Diese Person, die Königin der Kelche, die du bist, hat diesen besonderen Zugang zur spirituellen Welt, zum Reich der Träume und zur Religiosität auch. Du kannst hier ganz auf dein Temperament vertrauen. Diese Person bewundert das, glaube ich, auch an dir. Diese Person weiß das, dass du ihr da etwas voraus hast. Und hier gibt es ja gegenseitigen Respekt. Auf jeden Fall. Deswegen verlasse dich ganz auf deine Stärken. Du bist die Hohepriesterin, auch wenn du ein männlicher Zuhörer bist. Das ist eine typische Wasserkarte hier. Die Hohepriesterin, die spannt hier das Netz, ne? Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann in der Kamera, aber die spannt das Netz und das ist halt der Weltverlauf. Und mit ihrer Intuition kann die Hohepriesterin das alles überblicken und hat deswegen auch Vertrauen da drin, dass alles sich am Ende zum Guten wendet. Ne, dass die einzelnen Handlungsstränge ineinander greifen und es sich dann doch am Ende so entwickeln wird, wie es entwickeln soll. Dafür hat diese Person ein höheres Verständnis.
Die Hohepriesterin lässt sich treiben. Sie lässt die Dinge, sie ist in abwartender Bereitschaft und lässt die Dinge passieren und lässt sich eben von der Intuition inspirieren, ne? Was jetzt der nächste Schritt ist zu tun. Ich meinte hier, es ist eine Handlung notwendig irgendwann. Die sehe ich jetzt so vor den 5. Februar noch nicht. Da ist ja der Vollmond. Ich glaube, da bist du immer noch dabei, Informationen zu sammeln. Ne? Deine Neugier ist auch ein wichtiger Indikator, ein wichtiger Treiber. Deine Neugier gehört auch zu deiner Intuition. Ja, und du könntest irgendwie auch vielleicht irgendwas aufdecken. Irgendein Geheimnis lüften. Du hast da auf jeden Fall eine Ahnung. Wenn da irgendwie sowas ist, ein Geheimnis, dann weißt du es. Ja, schauen wir mal weiter. Ach, jetzt haben wir hier den Hohepriester. Wie interessant, ne? Kann auch sein, dass ihr beide hier dargestellt seid. Besonders wenn du es mit Stier zu tun hast. Interessant. Bei den Hohepriester geht es um Werte, um den Sinn des Lebens, um moralische Standards. Darüber macht sich, glaube ich, dann die andere Person mehr Gedanken, dass diese Person ethisch richtig handelt. Du fühlst das, ne? Was ethisch richtig ist, aber diese Person muss darüber nachdenken. Aber ist auch dann sehr entschlossen, auch danach zu handeln, ne? Ja, das widerspiegelt auch diese Reife, ne? Also du hast es hier mit einer sehr reifen Person zu tun und du selbst bist auch sehr reif in dieser Dekade. Und generell dann sicherlich auch. Aber die Gedanken, ich sehe hier auch dann viele Gespräche. Ihr habt viel Bezug zueinander. Vielleicht auch eine unterschiedliche Position, aber ihr kommt hier doch immer zu einem guten Kompromiss. Ich sehe hier sehr viel Gespräche, philosophische Gespräche, tiefsinnige Gespräche. Gespräche, die die ganze Nacht gehen können. Auf jeden Fall. Und diese Person, diese hier, die inspiriert dich so dermaßen, intellektuell auch, dass dass du auch von dieser Person motiviert bist, weiterzumachen, weiterzudenken und deinen Horizont zu erweitern. Also das ist wirklich total schön. Was für ein wertvoller Kontakt. Ne, ich weiß nicht genau, wie eure Beziehung ist. Ich sehe hier diesen Prinzen der Stäbe, der eben, also entweder auf ein Kind hindeuten kann oder darauf hindeuten kann, dass ihr jetzt aktuell nur eine Affäre habt. Oder dass es irgendwie so ein kurzweiliges Abenteuer ist. Und trotzdem gibt es diese starke Seelenverbundenheit. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr euch vielleicht schon länger kennt, länger nicht gesehen habt, euch jetzt mal wieder trefft. Und ja, und es damals so eine Affäre war und jetzt wieder eine Affäre, aber dann ist es ja irgendwie doch mehr als das, ne? Und in dieser kurzen Zeit werdet ihr sehr tiefsinnige Gespräche führen. So eine Situation sehe ich hier, könnte ich mir vorstellen. Natürlich, ne, bedenkt, in eurem konkreten Leben äußert sich das alles etwas unterschiedlich. Ja, du bist sehr auf dich fokussiert, was ja hier auch der Tipp ist von den Karten. Finde ich gut, dass du deine Interessen im Auge behältst und
die auch prioritär behandelst. Ne? Du grenzt dich nämlich hier ganz gut ab. Du nimmst die Sache sehr ernst und machst so ein bisschen die Schotten dicht. Steckst deinen Bereich ab. Dir fällt es leichter als sonst, zu anderen Nein zu sagen aktuell. Du kannst dich gut abgrenzen aktuell. Vielleicht neigst du auch dazu, dich ein bisschen zu schnell abzugrenzen, zu schnell Nein zu sagen. Ne? Mit so einer Energie ist man manchmal auch etwas sturköpfig unterwegs. Aber manchmal ist das auch genau das Richtige. Ne? Spricht auf jeden Fall hier von viel Selbstwertgefühl, das du aktuell hast. Und vielleicht der andere hier, dein Gegenüber, oder die andere, ne? Dein Gegenüber eben, ist genau so ein Mensch. Vielleicht macht diese Person das auch so, dass man sehr schwer an diese Person rankommt, auf eine Art. Diese Person hat aber doch sehr auch dann viel Selbstwertgefühl, ja. Steinbock zeigt sich hier natürlich auch, ne? Könnte hier auch sein. Ja, also ich sehe hier, dass du, was diese Diskussion mit dieser Person betrifft, da möchtest du irgendwie Recht behalten. Irgendwie siehst du da für dich, irgendwie schätzt du die Situation so ein bisschen so ein, dass du da ein bisschen im Vorteil bist. Und du möchtest dann quasi, dass der andere das auch einsieht. Wenn das hier etwas Romantisches zwischen euch beiden ist, dann möchtest du dieser Person auf jeden Fall näher sein, ne? Also dann möchtest du, dass das Feuer zwischen euch beiden entfachen kann. Möchtest du erobern oder dich erobern lassen, je nachdem. Und das Ergebnis ist die Prinzessin der Schwerter. Das scheint mir noch eine andere Person zu sein, die dann nach dem Vollmond wichtig wird. Oder eben du als Prinzessin der Schwerter. Das könnte auch sehr gut sein. Ja, also also es könnte dann sein, dass du nach dem Vollmond eben noch eine weitere Person kennenlernst, ein Luftzeichen. Und dass diese Energie plötzlich nochmal noch mal was ganz anderes reinbringt. Wassermann, Waage oder Zwilling. Es kann aber auch sein, dass nach Vollmond du dich zur Prinzessin der Schwerter entwickelst. Wäre ganz schön mit der Narrenenergie, aber wenn du da noch mit dieser Person in Kontakt stehst, würde ich dir das nicht raten. Dann ist das keine gute Idee, weil dann begibst du dich in Sachen Diskussionen und diese Auseinandersetzung in eine schwächere Position. Ne? Du entwickelst dich dann von der Königin der Kelche zur Prinzessin der Schwerter. Das ist nicht gut. Die Prinzessin der Schwerter, die diskutiert zwar sehr, sehr gerne, und sie möchte auch sehr gerne so Tabus brechen und ist auch immer sehr spitzfindig dabei. Ne? Also schon eine sehr wortgewandte Person. Aber sie ist halt auch unreif, ne? Und möchte eigentlich nur provozieren und rebellieren. Das hat die Königin der Kelche gar nicht nötig. Die weiß einfach, ne? Die fühlt einfach. Und das reicht dieser Person. Und bis Vollmond kriegst du das sehr gut auf die Reihe. Aber nach Vollmond kann sich die Situation sehr stark ändern. Und das wäre nicht so ratsam, ne? Also versucht dann spitzfindige Diskussionen nach dem Vollmond zu vermeiden. Was denkt die Prinzessin der Schwerter denn? Die denkt an die Prinzessin der Schwerter. Da sieht man mal, ne? Da zeigt sich einfach so eine gewisse Egozentrik, ne? Also
die die Königin der Kelche überhaupt gar nicht nötig hat. Die Prinzessin der Schwerter ist halt so ein bisschen narzisstisch, weil sie halt in der Pubertät, also weil sie von dem Reifegrad her in der Pubertät ist, ne? Also irgendwie hat diese Person einfach zu wenig Reife. Und ja, das ist hier nicht so anzuraten. Stärke. Das Positive an dieser Person ist eben diese rebellische Art, ne? Also wenn es hier wirklich darum geht, etwas Konkretes zu erkämpfen, kann das dann auch eine positive Energie sein. Und dann ist das diese Spitzfindigkeit, diese vermeintliche Egozentrik der Prinzessin der Schwerter auch eine starke Waffe, ne, wenn man das gezielt einsetzt. Also da musst du schauen, in welcher Situation du nach dem Vollmond bist. Wenn du wirklich weißt, ne, wofür du kämpfst und was deine Werte sind, dann lass dich auf die Diskussion ein. Aber lass dich nicht auf die Diskussion ein, wenn du das nur aus dem Gefühl heraus tust, dass du drohst zu verlieren. Ne, wenn es dabei nur um dich geht. Ne? Also nur um deinen Gewinn oder Verlust. Das ist dann einfach nicht so ratsam. Du wirst damit einfach keinen Erfolg haben. Ne, du begibst dich in eine schwächere Position von der Königin der Kelche zu der Prinzessin der Schwerter. Ja, das endet dann halt nur so, dass man halt sich gegenseitig etwas an den Kopf wirft, ne? Also Gemeinheiten an den Kopf wirft. Das führt zu nichts. Das kann ich dir hier raten. Dafür ist eigentlich das Verhältnis zwischen euch viel zu schön. Vielleicht ist es tatsächlich auch noch eine andere Person, mit der du plötzlich einen Konflikt haben wirst. Vielleicht hat auch dein Gegenüber eben dieses Problem, ne? Vielleicht fängt diese Person hier an, plötzlich so spitzfindig zu werden. Nach dem Vollmond aber erst. Oder es ist eben eine ganz andere Person. Lass dich auf jeden Fall nicht auf so eine Diskussion ein. Das ist nicht gut. Außer du hast wirklich ein ganz wichtiges ideologisches Ziel. Es ist viel wichtiger, dass du dich darauf besinnst, wer wirklich treu an deiner Seite ist, ne? Und auf welche Person du dich verlassen kannst. Diese Karte zählt hier auch noch rein. In dieser Nachvollmondenergie. Was sagt denn das Mondorakel zu deiner Situation? Halt an deiner Vision fest. Die Hohepriesterin bringt dich auf den richtigen Weg. Das ist auf jeden Fall die Energie, auf die du setzen kannst. Deine Neugier und deine Intuition. Ja, okay. Halt an deiner Vision fest, lieber Fische. Ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass sie dich inspiriert hat. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit mit dieser Person, ne? Also interessante Gespräche hier und überhaupt eine wunderschöne Zeit. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.